Heute habe ich für dich die Anleitung für diese Boxcard. Lässt sich wunderbar an einen Mann verschenken, zum Beispiel fürs Geburtstag oder für den Ruhestand. Verwendet habe ich dafür die Produktreihe Glück am Haken. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und weiter geht's in unserem Demo-Doppel. Annalena und ich haben die Produktreihe Glück am Haken auf dem Arbeitstisch. Gezeigt hatte ich schon mal diese, wie habe ich sie genannt, Pyramidenkarte mit Klappen. Annalena hatte eine wunderschöne Aufstellkarte. Und jetzt die zweite Idee, da haben wir uns gesagt, das Thema ist der Rahmen, der in dieser Produktreihe ist. Ich habe den auch schon mal ein bisschen ausgestanzt und ausprobiert, was ich wohl damit machen kann. Und am Ende, ja, ist es entstanden. Ich saß mit Annalena zusammen und dann sagte sie, du hattest doch da mal so eine Boxcard gezeigt mit einem Arzt, genau, mit einem Arztkittel. Ja, und diese Karte, das war sofort, als sie das so sagte, dachte ich, ja, das passt. Also zeige ich diese Boxcard hier mit diesem tollen Rahmen, den man natürlich ganz verschieden verwenden kann. Ich dachte mir, ich zeige gleich mal zum Anfang so ein paar Ideen, was mir mit dem Rahmen sonst noch so eingefallen ist. Und zwar erstmal so, wie man den Rahmen stanzen kann. Den kannst du ganz normal ausstanzen, so ist der drin. Dann gibt es eine zweite Stanzform, die ist größer. Das ist praktisch das Feld, was drunter ist. Und dadurch, dass das alles amerikanische Maße sind, wird es auch heute bei dieser Boxcard die Maße in Inch geben, weil es so krumme Maße wären, wenn ich das umrechne. Kann man bestimmt nochmal für sich selber anpassen. Ich habe auch schon Boxcards in Zentimeter gezeigt. Okay, das sind also diese zwei Elemente. Dann kann man das auch wunderbar aufziehen auf diese Klebeflächen. Das sind so Klebebögen und zwar so mit Abstand. Also hat man hier die Höhe von fast 2 mm und dann kann man mit diesem Rahmen wunderbar weiterarbeiten. Man kann ihn mit Klarsichtfolie hinterlegen, dass es dann praktisch erstens nichts rausfällt und zweitens so eine Sichtbox ist. Genau. Also das ist auch eine coole Sache. Das klebt dann gleich auf der zweiten Seite, ist also prima machbar. Die Felder, die innen rausfallen, das dachte ich mir, zeige ich auch. Ich zeige jetzt zum Anfang eine Idee und zum Schluss zeige ich meine finale Idee für die Felder. Also erstmal kann man die wunderbar bestempeln und für verschiedene andere Karten verwenden. Ist also gar kein Problem. Und man kann auch ebenfalls bestempelt unterschiedliche Kartenfelder, also unterschiedliche Papierfeldergrößen aneinander setzen. Manche habe ich mit doppelseitigen, mit Abstandsklebepunkten hinterlegt. Andere sind eben wirklich genau die Felder, die mir hier aus diesem Rahmen dann ausgestanzt wurden. Ja, und das fand ich so ein Layout, was Ähnliches habe ich bei einer Demo-Kollegin gesehen und dachte, ich kann man umsetzen in jede Richtung. Das ist jetzt so meine Idee. Ja, aber jetzt zum Schluss gibt es noch eine Idee in Richtung Layout. Da sage ich nur mein schönes Album. Und ganz zum Schluss gibt es noch die Ankündigung einer kleinen Überraschung. Lohnt also in jedem Fall dran zu bleiben. Und warum lohnt es überhaupt dran zu bleiben? Richtig, weil wenn ich fertig bin mit meiner Anleitung, kannst du direkt zu Annalena rüber switchen und ihre Anleitung zu diesem Rahmen aus der Produktreihe Glück am Haken ansehen. Also unbedingt. Und jetzt geht's aber los. Okay, ich habe ja gesagt, in Inch eine Boxcard. In diesem Fall habe ich mich an dem Rahmen orientiert in der Größe und das heißt, meine fertige Karte wird 5 x 4 Inch sein. Der Rahmen mit der Auflage, der Rahmen würde genau passen. Die Auflage ist eben etwas größer, aber das kann man bei der Boxcard wunderbar so draufsetzen. Das bedeutet, ich schneide mein Papier, in dem Fall habe ich einen großen Bogen in 12 x 12 Inch genommen, schneide ich zu bei 12 x 9 Inch. Und, wie gesagt, Inch, das heißt, ich falte jetzt reihum erstmal bei 2 Inch eine Falzlinie an allen 4 Seiten. Das Prinzip dieser Karte ist dann wirklich überall gleich. Du kannst dir das also auch wunderbar selber umrechnen. Oder du schaust mal eine meiner anderen Boxcards, wenn du die also in einer anderen Größe machen möchtest oder in Zentimetern. Schau dir das einfach an und passt das für dich an. Okay, also bei 2 Inch reihum und an diesen Seiten, indem ich also an der langen Seite einlege, brauche ich noch bei 4 Inch eine Faltung links und rechts. Und die lege ich hier auf dieser Seite und nochmal komplett gedreht auf der anderen Seite.
Dann kann der Papierschneider, mit dem wir so wunderbar falzen können, weg und wir falzen erstmal die Karte. Reihum, alle Linien. Hier siehst du schon, wie sich das so zusammensetzt. Das nach innen und diese Seite als Klappe nach außen und die andere Seite genauso. Ich schließe meine Karte gern mit doppelseitigen Magneten, Klebemagneten in dem Fall. Trotzdem die Empfehlung, du siehst schon, die hier ist noch nicht so weit, die muss noch eine Weile also gepresst werden, dass sie besser hält. Ansonsten springt die immer auf und du müsstest so viel Magnete verwenden, das wäre schon Metallschrott. Okay, wir schneiden erstmal ein, damit du dir das besser vorstellen kannst. Kurze Seite links und rechts bis zur zweiten Falzlinie. Schön genau einschneiden. Andere Seite ebenso. Auf beiden Seiten. Genau. Dann schneide ich reihum das Viereck ab, das äußere. Kann ich sicher noch für andere Elemente wunderbar verwenden. Ist also gar kein Abfallprodukt. Und du hast schon gesehen, ich arbeite heute mal nicht in Grundweiß, sondern in Vanille pur. Das liegt daran, dass Designerpapier in dieser Produktreihe ist eben mit Vanille pur. Das passt auch super zu diesen gedeckten Farben. Und ich hatte es bei einer Karte eben nicht berücksichtigt, hier drüben. Da macht es nichts, weil kein Designerpapier drauf ist, aber die Farben, die praktisch beim Designerpapier verwendet werden, die schreien förmlich nach Vanille pur. So, das haben wir gleich soweit und dann kannst du dir schon überlegen, wie kriegen wir die Faltung hin für unsere Box, genau. Da brauchen wir noch eine Falzlinie, aber die legen wir uns mit unserem Lineal, Bleistift ganz prima an. Und zwar gehe ich wieder auf mein Inch-Element, also auf mein Inch-Lineal. Ich weiß ja, das hier müssten 4 Inch sein, wunderbar. Und mittig davon, jetzt muss ich ein Stück schieben, bei 2 Inch mache ich mir an der Kante hier außen eine Markierung. Das gleiche hier drüben auch, mein Feld sind 4 Inch, wenn alle Linien gerade sind, und mittig bei 2 Inch kommt die Markierung. Bleistift kann weg, Lineal bleibt noch, das könnte ich jetzt auch mit dem Papierschneider machen. Ich lege aber jetzt an und nehme meinen Aufhebhelfer, mit dem man solche Markierungen hier ziehen kann, oder das Falzbein, und zeichne die Diagonale ein, und zwar 4-mal, immer von diesem Mittelpunkt, den ich mir da angelegt habe, bis zur nächsten Kreuzung schräg unten. So, das ist hier nicht der Verkehrsfunk, ich meine natürlich die Falzlinien. So, und jetzt schauen wir mal, ob das sauber gegangen ist. Das würde bedeuten, ich falze das hier runter und die Seite daran. Und wenn das so gut wie bündig nebeneinander liegt, dann ist das super gelaufen. Wenn nicht, müssen wir ein bisschen schieben und schubsen, das geht auch. Du siehst schon, ich falze immer nur so ein bisschen, bevor ich dann fertig drücke, um das notfalls auszumitteln. So, wunderbar. Jetzt gucken wir, ob das mit der Faltung auch passiert komplett. Das legen wir hier rein. Und hier drüben machen wir das auch so. Du siehst schon, klapp, klapp, klapp und fertig ist das. Wie gesagt, wenn es nicht ganz gerade ist, müssen wir jetzt mit dem Falzbein noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber das geht auch. Notfalls Millimeter abschneiden. Aber das funktioniert. So, so ist meine Karte. So sieht sie aus und dann wird sie geklebt. Und das machen wir jetzt. Und zwar setzen wir hier, weißt ja, ich bin ja Fan von doppelseitigen, links und rechts doppelseitiges Abreißklebeband auf. Und kleben dann unser Element der Reihe nach rum. Ich werde hier unten nochmal, habe ich eben gesehen, die Kanten etwas nachschneiden, also nochmal etwas schräger schneiden. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin nur gemacht habe und nicht gesagt habe. Ich schneide hier praktisch die Klebeflächen etwas schräg, damit dann irgendwas rausguckt. Ja. Schauen wir mal.
So, und jetzt nichts falsch machen. Also einmal geklappt, dieses so nach innen geklappt und hier oben geklebt. Ich hebe das gleich nochmal hoch, da kannst du das genau sehen, bevor ich das jetzt hier anklebe. Und so mache ich das an allen 4 Ecken. Also diese Spitze nach innen, das hier drauf und das gerade hier ran und dann passt das super. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Die Klappe nach innen, die Diagonale liegt jetzt hier innen. Setze das hier drauf und hier unten schneide ich auch noch mal eine kleine Ecke ab. Und dann die Klebeschutzfolien abziehen und hier drauf kleben. Wunderbar, die Klappe rum, die Seite sitzt. Die andere Seite machen wir genauso. Schon mal die Diagonalen legen, die Seite draufklappen, die erstmal rüberklappen, Schutzfolien abziehen und dann passt das. Und hier auch noch auf der letzten Seite Schutzfolie abziehen und dann passt das. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. So sieht die Karte aus. Jetzt klappen wir sie auf. Da drin ist das Feld, hinten ist Platz für Text. Ja, soweit ist das schon mal. Wie gesagt, mit dem Magneten ist die eine Variante, wo du den hinklebst. Entscheide dann. Die andere ist eine Banderole. Dafür hätte ich ja von meinem Farbkarton noch ein Stück übrig. Und warum nicht? Die könnte man genauso hier locker rumschlingen. Und dann ist es nachher auch fest. Aber jetzt gehen wir uns erstmal mit dem Rahmen ab. Hier ist also die Rahmenstandsform und die andere habe ich, hoffe ich, hier hinten drin. Genau, ich habe dann einmal in Vanille pur. Ich will noch alles suchen. Ja, es ist alles da. Ich habe kurz schon wieder Horror gekriegt. Ich hätte was nicht hingelegt. Diesen Rahmen einmal in Vanille pur. Und dann habe ich, okay, in dem Fall nicht das mit diesem Abstand gemacht, sondern ich habe mir die Klebefolie genommen. Diese Klebebögen, die wir haben, habe ein Stück nicht Grundweiß, sondern Vanille pur aufgezogen. Hinten auf der Rückseite siehst du jetzt die Klebefolie. Ich habe es einmal ausgestanzt mit dieser Form. Und dann ziehe ich das ab und habe die Felder auf Klebefolie. Jetzt mal gucken, ob sich das hier gut abzieht. Ernstfall zweimal durchdrehen manchmal. Das sind die Felder mit der Klebefolie hinten dran. Hier drüben müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Die Klebefolie ist nicht ganz durch. Das macht aber nichts. Ich ziehe das jetzt mal so ab. So, da ist mein Rahmen. Siehst schon, wie gesagt, im Ernstfall zweimal durchdrehen. Und ich möchte jetzt hinten auf die Rückseite, also ich will mein Feld, so wird es richtig, praktisch hinterlegen mit Klarsichtfolie. Dadurch ziehe ich das ab hier. Die Schutzfolie, siehst du, das liegt jetzt im Stück ab. Ich glaube, das gibt einfach eine bessere Fläche. Und zugeschnitten habe ich mir ein Stück Klarsichtfolie in 9 x 12,5 und hoffe jetzt, dass ich das da gut drauf platziert bekomme. Müsste eigentlich passen. Perfekt. Genau. So, haben wir das. Das setzen wir nachher hier drauf. Heller Rahmen. Dann habe ich des Weiteren überlegt, mal sehen, wo ich es hin habe, hier drüben, ein Stück Designerpapier. Ich nehme dieses, das möchte ich hier nochmal unterlegen. Erstens wird dann die ganze Klappe schön stabil mit verschiedenen Schichten und zum anderen, ja, dachte ich mir, ist die Kiste praktisch schon gefüllt und ich muss nicht so viel anderes reinfüllen. Das mache ich jetzt wie folgt. Ich lege das hier auf. Ich habe das schon relativ knapp zugeschnitten. Nehme meinen Bleistift und male mir vom Rahmen die Linie außen. Und denke mir dann einfach, dass ich, mal sehen, ob es diesmal besser klappt, reihum von der Linie innen wegschneide. Also so 2 mm nach innen. Mal sehen, ob es klappt. Ne? Ich fange hier an und schneide hier 2 mm nach innen. Drüben war ich nicht ganz sauber mit der Kante, das zeige ich dir gleich. Auch da aus Angelas Fehlern lernen, machen wir ja gerne. Ruhig die Rundung schneiden, nicht dass das dann nachher übersteht. Der Rahmen müsste rechtwinklig sein. Das Element ist jetzt fast passend. Ich schneide auf der einen Seite hier unten nämlich noch 2 mm ab und dann jetzt schneiden wir die Millimeter einzeln ab. Ne? Und dann passt das.
Ja, das ist sehr gut, das gefällt mir. Sehr schön. Und ich werde das jetzt der Reihe nach hier aufeinander setzen. Überlege gerade, wo ich es aufeinander setze. Nee, noch nicht. So. In dem Fall hier drüben war es ja so, da kann ich immer noch, bin noch nicht fertig, deswegen leere ich jetzt mal mein Kästchen aus. Das habe ich innen reingesetzt, das Feld, das gleiche, also passend praktisch hier innen rein. Und bestempelt vorher. Jetzt muss ich den Rahmen so weit fertig haben, bevor ich ihn aufsetze, dass ich komme nicht mehr ran. Genau, das heißt, das kommt gleich hier drauf. Vorher arbeite ich trotzdem mit Magneten. Du wunderst dich vielleicht, warum ich das trotzdem mache, auch wenn es nicht richtig zuhält. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich die Karte ein wenig presse, dann hält das früher oder später ziemlich gut. Das ist immer nur dieser Startmoment. Okay, ich schiebe das zusammen. Du siehst schon, da muss es hin. Genau. Heißt, ich klebe erstmal hier drüben die Seite fest, die eine Klappe. Nehme wieder mein doppelseitiges Abreißklebeband. Und setze das hier drauf. An 4 Stellen. Und damit ich das mittig aufpasse auf meine Karte, drehe ich gleich mal alles um. Bei Annalena gibt es übrigens, ich habe schon mal lunzen dürfen, auch eine sehr schöne, also eine echte Box. Bei mir gibt es ja am Ende dann doch nur die Boxcard. Bei Annalena gibt es dann eine echte Box. So, das klebt, das ziehen wir hier rüber. Wunderbar, und jetzt kommt mein Magnet. Jetzt sitzt ja alles, jetzt muss man schauen, dass es schön fest ist. Und den werfe ich hier von vorne drauf. Wenn er nicht so kleben würde, da muss er hin. Siehst du, die springen also dann perfekt. Wie gesagt, der Moment, dass wir es pressen, das hält schon viel besser. Und dieses Element kommt dann hier drauf. Mittig. Genau, kleben wir auch schon. Ich überlege gerade, oder klebe ich es hier drüben gegen? Das ist auch nett. Nee, das geht nicht. Ha. Das ist immer diese Denksache, aber wir schaffen das. Musst du denken. Ja, denken wir auch. Wird schon werden. So. Könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber in diesen Videos, es gibt Möglichkeiten, ohne Ende Fehler zu machen, für mich zumindest. Und da ich ja gewillt bin, hier nichts zu schneiden und nichts anzustückeln, sondern euch das alles im Stück zu zeigen, heißt das volle Konzentration. So. Ich habe mir überlegt, diese Karte ist dann mal zum Ruhestand. Ich setze jetzt hier mein zugeschnittenes Stück Designerpapier auf. Also wenn ich das hier unter die Unterlage lege, presst sich das auch super. Das ist der Rahmen. Bevor ich den fülle, stempel ich noch das eine Feld. Das ist dieses hier. Und in dem Fall, hatte ich ja schon gesagt, soll es für den Ruhestand sein. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich arbeite mal mit Abendblau. Da drüben bin ich mehr auf dem Waldmoos gewesen. Und hier das Feld. Einmal alles Gute zum Ruhestand. Ja, das war dieser Moment, wo ich sagte, probier vorher aus. Genau. Mal sehen, ob ich das gleiche Feld nochmal habe. Habe ich. Probier vorher aus. Das ist der Moment. Stempelt immer noch nicht 100 Pro. Muss man doch noch mal gucken. Aber jetzt hat sie den Druck raus. Gut. Ja, da denkt man hat's drauf, ne? Und dann sowas. Aber dafür ist es jetzt perfekt geworden, finde ich. Jo, das haben wir uns schon mal vorgemerkt. Da schauen wir nachher, wo das hinkommt. Dann brauchen wir die ganzen Fischis. Das machen wir wieder zu. Jetzt müssen wir wieder sehr viel denken, merke schon. Die Füllung wird sortiert. Hier müssen wir denken. Das ist klar. Und jetzt hole ich mal und zeige euch, wie ich das mache. Ich nehme hier eins von diesen Abstandsklebepunkten. Ich könnte auch die Streifen nehmen, die Abstandsklebestreifen, aber ich schneide mir hier schmale Ränder zu,
die ich echt genau da unter diese Elemente bekomme. Könntet ihr euch alles schenken, wenn ihr es auf diese Klebefolien geklebt habt und kein Klarsicht zwischenklebt, aber wie gesagt, bei mir möchte Klarsicht zwischen, ist beschlossen. Und dann, wenn ich die so 2 mm habe, kann ich die wunderbar hier draufsetzen und damit auch nicht sparen. Hier drüben zeige ich euch mal, was ich meine mit nicht sparen oder warum nicht sparen. Es geht, aber es ist nicht perfekt. Ich habe hier geklebt, da und ich habe diese kurzen hier praktisch nicht geklebt und die, ja, die spreiseln so ein bisschen hoch, würde ich sagen. Ich arbeite da später noch mit dem Klebepunkt und trickse da wieder, aber im Moment gefällt es mir noch nicht so. Hier kommt noch ein Streifen, den schneide ich mir auch noch. Den ziehe ich nochmal raus, da ist er hin. So, den setzen wir da drauf. Und ich habe ja gesagt, dazwischen geht noch was. Das heißt, ich schneide mir mal ursprünglich hier so hier drüben ein Stück ab. Ihr seht schon, hier kommt nichts um. Hier wird alles benutzt bis auf den letzten Millimeter. Gerade bei diesen Sachen ist das ja auch eine feine Sache. Ganz übrigens reißen. Und dann geht das hier punktgenau auf den Steg. Wenn nicht, hat den Vorteil mit der Folie, ich kann noch mal ein Stück schieben. Gucken wir uns gleich von der anderen Seite an. Ja, kleines Stück schieben, genau. So, und jetzt kommt Trick 17. Ich habe kurz meine Karte gesucht. Hier drüben ist ja die Ecke, ne, das Element, wo ich es schließe. Heißt, hier auf die Fläche habe ich mir noch zugeschnitten, etwas kleiner als 5 x 2 Inch. Das sind dann also 4 7/8 oder 4 3/4. Das kannst du dir ausmessen, wie du es lieber haben möchtest, mal 1 7/8 oder 1 3/4. Wenn das jetzt für dich zu schwierig ist, dann muss man tatsächlich mal so ein kleines bisschen eine Inch-Schulung machen. Aber schau dir das mal auf den Linealen an. Meistens ist das echt super eingeteilt. Es hat ein bisschen was mit Bruchrechnung zu tun, aber vergiss es. Mach einfach ein bisschen weniger als 2 Inch und ein bisschen weniger als 5 Inch. Und dann hast du hier mit einer schönen Mattung am Rand das Feld soweit fertig. So, wunderbar. Jetzt, hier drüben ist die theoretische, der Riegel, ja, also die Scharniere, das war das Wort. Hier ist das andere. Da wollen wir diesen Ruhestand reinsetzen. Das kriegen wir auch hin. Das heißt, ich nehme den mal und fixiere den. Und da ja alle Rahmen gleich groß sind, mache ich Folgendes. Ich nehme mal hier einen von meinen anderen Rahmen. Ich habe ja genug Rahmen. Setze das hier so schön drauf. Setze das zum Ruhestand von oben rein. Schon sitzt das. Und schon passt das. So, dann machen wir jetzt gleich nochmal 5-mal ähnlich. Wir wissen dann, das muss da nachher hin. Aber vorher kommt die Füllung. Das heißt, wir legen hier auch den Rahmen auf, damit es dann schön klappert. Bei dem anderen muss ich es ja festkleben, aber hier darf es klappern. Setze ich hier meine Füllung rein. Ich dachte mir, ich habe hier noch so ein paar Elemente, die sind aus den, wenn man so große Buchstaben und Zahlen ausstanzt, die 0 zum Beispiel. Gibt die Stanzform nicht mehr, aber vielleicht habt ihr auch noch was anderes, was da gut passt. Dann gibt es diese Bling Bling Herzen. Dann haben wir hier so ein paar kleine. Ich glaube, ich setze die mal alle woanders hin. Also wie gesagt, kleben geht natürlich auch, aber ich probiere das jetzt mal hier als Schüttelelemente. Hier noch ein paar kleine Haken, Angelhaken wohlgemerkt. Einer blinkt nicht mehr, der ist in Grau. So, Fische tue ich hier nicht rein, weil wir kommen ja nicht ran, dann fängt das an zu stinken. Ihr könnt euch das vorstellen. Hier ist noch so ein kleiner Haken, der geht dahin. Dann haben wir so ein paar gestempelte Angelhaken, helle und dunkle. Und hier oben gibt es noch diese. Setzen wir dahin. 2 Stück Köder, ein Hakenköder. Ich denke, das ist gut so, oder? Dann ziehe ich das vorsichtig ab, halte das so fest,
Schau einmal, ob meine Technik noch funktioniert. Ja, sie geht noch. Wie viel Zeit haben wir noch? Bei Annalena geht es gleich los. Aber nicht bevor ich fertig bin. Das haben wir besprochen. Das wird nahtlos übergehen. Du kannst also in Ruhe bei mir fertig schauen und vor allem gucken, was ich mir noch überlegt habe mit diesen kleinen Feldern. So ganz genau weiß ich es auch noch nicht, aber so, und jetzt gehe ich hier, platziere ich hier auf mein Feld ringsrum. Ach, das ist so genial, ne? Genial. Und du siehst, der Unterschied zwischen hell und dunkel ist wie Tag und Nacht. Also, die Karte zum Ruhestand ist jetzt ein bisschen hell. Es fliegt ein Fisch raus. Hilfe, Hilfe, Alarm. Es klebt aber. Moment, wir schieben wieder rein. Ich hätte besser andrücken sollen und nicht so viel quatschen sollen. Jetzt kommt der Moment der Pinzette. Das ist lustig, finde ich. So, du kommst da rein. Hier sind die Haken von dannen geflogen. Der ist falsch rum, das gefällt mir nicht. Ich habe extra silbern und dann das. Nee. So, also nochmal hier drauf. So, und jetzt ist gut. Und jetzt werden alle Elemente angedrückt. Jetzt sieht natürlich hier eins ist verschossen, aber die anderen sind ganz gut. Hier oben klebt es nicht. Kann ja nicht, weil da ist gar nichts angebracht. Okay, das ist wieder die Kategorie aus Angelas Fehlern lernen. Das heißt, wir müssen, wenn wir ein Schüttelelement machen, dann es auch so anbringen, dass wir die Seiten komplett bekleben. Das hat hier nicht geklappt, weil ich nicht mitgedacht habe. Aber du kannst es dir vorstellen, ja, die Karte ist so weit, so zum Schütteln, und hier drüben bei dieser Karte, und du siehst, jetzt schließt sie auch super schon. Mal noch mal ein bisschen flach drücken, aber dann läuft das. Und bei dieser Karte kann ich von außen die unterschiedlichen Elemente einfach draufkleben. Das mache ich nachher mit Klebstoff. Es bietet sich ja an, etwas mit Klebstoff zu kleben, genau. Hier, die müssen wir noch ein bisschen pressen. Sind echt so ganz witzige Stanzteile bei. Wer sich mit Angeln auskennt, der ist jetzt hier an der richtigen Stelle. Ich lege das mal hier oben so hin und diese zweite dazu. Und du siehst, Boxcard zum Geburtstag oder zum Ruhestand, etwas heller oder etwas dunkler. Da das blendet, werde ich die mal so ein bisschen schräg legen, damit das nicht die ganze... Ach, perfekt, oder? Perfekt. Und jetzt haben wir noch 3 Minuten, genau, um zu zeigen, wie das ist, was ich mir gedacht habe mit diesen Feldern, die ich ausstanze. In Weiß wohlgemerkt. Das Ganze geht ganz verschieden. Du kennst vielleicht schon mein großes Album. Das stört mich hier sehr, dass das so blinkert. So, jetzt mit den Seiten, mit den Erinnerungen 2022, wo ich ja immer noch nacharbeite und auf jeder Seite eine andere Technik zeige. Und da habe ich hier mir schon mal überlegt, ich deute das nur an. Vielleicht kennst du den Begriff Loaded Envelope. Das sind praktisch gefüllte, beladene Umschläge. Und da habe ich mir überlegt, eine Seite, wahrscheinlich werden es sogar 2 Seiten mit diesem tollen Designerpapier, wo man eigentlich erst denkt, was ist das denn? Aber am Ende, ich finde es genial, habe ich aus Designerpapier gefaltet, Karten, wo man was reinstecken kann. Da passen also wunderbar Fotos rein. Und dann habe ich ausgestanzt aus dem gleichen Designerpapier. Ich zeige dir das einfach mal, weil es ist alles nur noch eine Theorie, aber praktisch wird es kommen. Man kennt das ja schon, es dauert nur ein bisschen. Entweder man arbeitet sogar mit diesem Rahmen bunt gestanzt und dann mit diesen kleinen Feldern, die ich hier ausgestanzt habe, legt man eine neue Landschaft zusammen oder wechselt mit bunten und weißen Feldern und kann da ein wunderschönes Layout anfertigen. So der Plan. Also du siehst schon, hier wird immer viel experimentiert. Ich habe mir das, ich zeige das nochmal, einfach farbig ausgestanzt hingelegt und dann schaue ich, was ich am Ende damit gestalte. Also ich finde das mega krachermäßig in dieser Farbe. Ja, das kommt demnächst und jetzt werde ich fertig, weil es geht los bei Annalena. Das war meine Idee zum Thema Glück am Haken, Produktreihe Glück am Haken. Und jetzt noch was ganz Wichtiges, es gibt eine Zugabe. Tada! Heute Nachmittag, Abend, später Nachmittag, Abend, 19 Uhr, gibt es das Finale von unserer
von unserem Demo-Doppel zur Produktreihe Glück am Haken. Annalena und ich gemeinsam am Basteltisch. Lasst euch überraschen und schaut heute Abend mit rein. Aber jetzt erstmal direkt rüber zu Annalena. Bis bald!